Mein Name ist Christian von der Contao Academy und ich habe heute die Ehre, dir das Open Source CMS Contao vorzustellen. Contao ist vor allem im Dachraum, also im deutschsprachigen Raum verbreitet und die Basis bzw. Website, wo du alle Informationen findest, lautet contao.org. An wen richtet sich eigentlich Contao? Contao richtet sich primär an Agenturen und professionelle Webdesignerinnen und Webdesigner. Für welche Projekte eignet sich Contao? Dazu gehst du am besten auf contao.org unter die Fallstudien und siehst dir einfach mal an, was schon alles mit Contao umgesetzt wurde. Primär eignet sich Contao für professionelle Websites und Webanwendungen. Was allerdings mit Contao nicht so gut funktioniert, sind Blogs, da gibt es andere Systeme, oder auch Community-Portale, da ist Contao nicht ganz so stark. Wo sind die großen Stärken von Contao? Contao bringt zunächst einen großen Funktionsumfang mit, das heißt, bereits ohne Erweiterung hast du diverse Möglichkeiten wie ein Formulargenerator, ein News-Modul oder auch ein Newsletter-Modul. Contao ist SEO-ready, das heißt, du brauchst hier keine Erweiterung, um hier den Titel, die Beschreibung, den Seitenalias oder sonstige Dinge anzupassen. Genauso kannst du die Indexierung steuern und eine Sitemap wird ebenfalls automatisch erzeugt. Contao ist extrem performant. Und wenn ich das mal sagen darf, Contao hat mit eines der besten Caching-Mechanismen, die es gibt. Das Ganze ist auch dementsprechend kompatibel mit anderen Systemen wie Varnish oder jeglichen weiteren HTTP-Caches, die sich eben an die Standards halten. Und zum Schluss noch das Thema Sicherheit. Contao bringt zum Beispiel automatisch eine Zwei-Faktor-Authentifizierung für Frontend- und Backend-User mit und zudem werden automatisch Benutzersperren vergeben, wenn sich jemand versucht, mehrmals am Konto anzumelden. Entwickler freuen sich besonders über das Symfony Framework sowie die Composer-Paketverwaltung, wo eben zahlreiche Pakete zur Verfügung stehen und direkt in Contao verwendet werden können. Mit dem Contao Manager kannst du Contao installieren, du kannst die Updates installieren oder Erweiterungen hinzufügen und weitere Systemwartungsaufgaben machen. Den Contao Manager erreichst du über die Adresse contao-manager.phar.php. Wenn du dann Contao erfolgreich installiert hast, dann kannst du dich ins Backend von Contao begeben. Das Backend erreichst du über /Contao und wenn du eine neue Contao-Installation installiert hast, dann ist zunächst einmal komplett alles leer. Das heißt, im Gegensatz zu anderen Systemen, wo bereits Demo-Daten vorhanden sind, ist Contao einfach komplett leer. Das heißt, wenn du das Frontend aufrufst, kommt einfach nur eine Fehlermeldung, da eben nichts vorhanden ist. Das zentrale Element in Contao ist die Seitenstruktur, das heißt, bevor du überhaupt etwas tun kannst, benötigst du eine Seitenstruktur. Dementsprechend legst du hier dann deine Seitenstruktur an, dann kannst du hier entsprechend Layouts anlegen. Das heißt, wenn du hier unter den Themes bist, dann gibt es hier Layouts, die du erstellen kannst und mit bestimmten Optionen füllen. Du kannst hier auch den Layout-Generator von Contao verwenden, sodass du eben festlegen kannst, ob es eine Kopf- oder Fußzeile gibt, ob es Spalten gibt und du kannst diverse andere Einstellungen machen. Es lässt sich auch ganz einfach externes CSS hinzufügen und das Caching aktivieren und die Dateien zusammenfassen. Wie du siehst, gibt es hier dann noch den Bereich der sogenannten Frontend-Module. Hier legst du dann fest, welche Module in diesem Layout verwendet werden und an welchem Layout-Bereich diese ausgegeben werden. Jetzt stellt sich natürlich die große Frage, wo pflegen wir die Inhalte? Die Inhalte werden hier oben über die Artikel gepflegt und hier ist es so, dass auf jeder Seite beliebig viele Artikel eingebunden werden können und innerhalb der Artikel befinden sich dann die Inhaltselemente. Auf dieser Seite sind jetzt unterschiedliche Inhaltselemente eingebunden und du kannst natürlich auch beliebige Inhaltselemente hinzufügen. Wie du siehst, gibt es hier eine zahlreiche Auswahl an Inhaltselementen, wie zum Beispiel Akkordeonelement, Slider, Linkelemente oder auch Bildergalerien, Videos und so weiter, Downloads. Du kannst also je nach deinem Bedarf die einzelnen Inhaltselemente hinzufügen. Das Schöne an diesen Inhaltselementen ist auch, dass sich diese beliebig verschieben lassen. Das heißt, du kannst diese nicht nur innerhalb dieser einzelnen Seite verschieben, sondern du kannst Inhaltselemente auch über Seiten hinweg verschieben. Neben dem Verschieben lassen sich Elemente natürlich auch duplizieren, ein- und ausblenden oder du kannst auch mehrere Inhaltselemente in einem Rutsch bearbeiten, indem du die sogenannte Mehrfach-Bearbeiten-Funktion nutzt. Neben den einzelnen Seiten mit Inhaltselementen gibt es auch zentral verwaltete Inhalte, wie zum Beispiel die Nachrichten. Dementsprechend kannst du hier einen News- oder einen Blogbereich einrichten. Diese News oder Beiträge lassen sich dann ganz einfach wieder über Frontend-Module an einer beliebigen Stelle in deinem Layout einbinden und ausgeben. Zum Schluss möchte ich noch ganz kurz die Dateiverwaltung zeigen, anders wie bei WordPress, wo alles in einen Topf geworfen wird. Hier kannst du mit Contao eine beliebige Ordnerstruktur anlegen und dementsprechend für Ordnung sorgen. Zusätzlich ist das Ganze datenbankgestützt, das heißt, wenn du an irgendeiner Stelle in deiner Installation ein Bild austauscht oder verschiebst, dann musst du die ganzen Pfade nicht einfach manuell anpassen, sondern das passiert komplett automatisch.
Sollten dir dann die Standardfunktionen von Contao nicht ausreichen, kannst du in einem Erweiterungskatalog von über 1700 Erweiterungen auswählen und Contao dementsprechend um zum Beispiel eine Shop-Funktion, einen Katalog oder eine entsprechende Cookie-Bar ergänzen. Wenn du jetzt Lust auf Contao bekommen hast und das Ganze selbst ausprobieren möchtest, dann hol dir doch unseren Crashkurs für Contao. Du findest dazu den Link unterhalb des Videos.